Mein Name ist Michael Oberlin. Ich arbeite als internistischer Oberarzt seit fast 30 Jahren in der Völdi-Klinik in Hinterzarten. In dieser Zeit habe ich sehr viele Patienten mit primären Lymphödemen betreut. Die Völdi-Klinik ist seit vielen Jahren Kooperationspartner in Vaschzern. Ödeme sind sehr häufig in der Schwangerschaft und haben normalerweise keine pathologische Bedeutung. Ödeme sind jedoch für Schwangere sehr unangenehm. Primäre Lymphödeme in der Schwangerschaft machen eine besondere Beratung und interdisziplinäre Betreuung erforderlich. Hallo, ich bin Elena, ich bin 35 Jahre alt und ich bin seit fast 5 Monaten schwanger. Ich komme aus Turin in Italien, aber ich habe lange in Deutschland gewohnt. Ich habe ein primäres Beinlymphödem seit 2006 und ich vertrete die italienischen Patienten mit primären und pädiatrischen Lymphödem in der EPA-Gruppe von Vaschzern. Und ich gehöre der Patientenverband Limpido, der sich in Italien befindet. Was für Fragen hast du, Elena? Also, ich habe ein primäres Lymphödem. Und soll ich vor einer geplanten Schwangerschaft einen Gentest machen lassen? Einige primäre Lymphödeme sind erblich bedingt. Je nach Art des primären Lymphödems kann es sinnvoll sein, sich mit einem Genetiker in Verbindung zu setzen. Einige primäre Lymphödeme können durch einen vererbten Gendefekt verursacht werden. Viele der Gene können als dominante Erkrankung vererbt werden. Wenn einer von ihnen einen dominanten Gendefekt hat, der ihr primäres Lymphödem auch verursacht, besteht ein 50-prozentiges Risiko, dass ihr Kind diese Erkrankung erbt. Genetische Tests können Ihnen mehr Informationen über das Risiko liefern, aber die Chance, einen genetischen Defekt zu identifizieren, liegt derzeit bei etwa 10%. Das liegt daran, dass längst nicht alle Gene, die ein primäres Lymphödem verursachen können, entdeckt wurden. Das Kind kann die genetische Anfälligkeit für Lymphödeme erben, aber vielleicht erst nach einigen Jahren oder überhaupt nie eine Schwellung entwickeln. Wenn Sie oder Ihr Partner bei der Geburt Schwellungen an den Füßen hatten, kann auch das Kind Schwellungen an den Füßen bei Geburt zeigen. Dies kann manchmal bereits im Ultraschall im letzten Schwangerschaftsdrittel festgestellt werden. Es verursacht Ihrem Kind keinerlei Schmerzen oder Beschwerden und kann nach der Geburt gut mit Kompression behandelt werden. Alles klar, vielen Dank. Und wie läuft eine genetische Untersuchung ab? Welche Gene sollten bei der Familienplanung untersucht werden? Ja, es ist schon am besten, einen Arzt für Humangenetik oder einen genetischen Berater aufzusuchen, der Sie für einen genetischen Test für Sie veranlassen kann und Ihnen vor allem den Test auch erklären kann. Sie sind auch in der Lage, Ihnen die Ergebnisse und die Auswirkungen für Ihr Kind zu erklären. Der Gentest ist in der Regel ein Bluttest, ein Labortest, aber es kann schon etliche Wochen, manchmal Monate dauern, bis das Ergebnis vorliegt. Allerdings ist dieser Test nicht in allen europäischen Ländern verfügbar. Wenn kein genetischer Fehler festgestellt wird, bedeutet das leider nicht, dass es keine genetische Ursache für Ihr Lymphödem gibt. Und da hat mein Lymphödem Auswirkungen auf meine Schwangerschaft oder das Baby? Nein, ein Lymphödem beeinträchtigt die Entwicklung Ihres Kindes nicht. Einige Formen des primären Lymphödems können jedoch an das Kind vererbt werden. Alles klar, vielen Dank. Bitte schön, alles Gute. Dank für Ihr Zuhören und Ihre Fragen. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf die Webseite von Vaschzern, www.vaschzern.eu. Hier finden Sie eine ganze Liste von weiteren Fragen, die für Sie ausgearbeitet worden sind. Alles Gute, vielen Dank.